Ja, herzlich willkommen zurück vom Buffet. Es gibt nachher auch nochmal die Möglichkeit für die, die es noch nicht geschafft haben, was zu essen. Jetzt machen wir weiter mit unserem Panel Kunst des globalen Südens in deutschen Ausstellungsräumen, Entwicklung, Bedingungen und Hoffnung. Die Erfahrungen der PanelistInnen, die unterschiedlich in dem Feld positioniert sind, dienen hier als Einblick in die Best Practice. Das Panel wird moderiert von Kira Buau. Sie ist Juristin, Sozialarbeiterin und Aktivistin aus Berlin, die sich und anderen gerne Fragen stellt und so von Zeit zu Zeit zur Moderatorin wird. Okay, ist es an? Okay. Auch von mir ganz herzlich willkommen an Sie alle. Ich hoffe, ein paar von Ihnen haben einen vollen Magen und das super leckere Essen genießen können und auch den Rundgang durch das Berlin Global Village. Genau, ich wurde gerade schon vorgestellt. Mein Name ist Kira Buau. Ich moderiere dieses Panel mit ganz wunderbaren Künstlerinnen und ExpertInnen. Wir werden jetzt eine Stunde ein Gespräch führen und werden uns dabei dem Thema Kunst widmen. Kunst im Kontext von dekolonialer Erinnerungskultur und Politik, aber auch Kunst als Kommunikation in den öffentlichen Raum. Und wir werden natürlich auch das dekoloniale Denkzeichen und den Prozess dabei mitdenken und immer wieder in die Diskussion einbeziehen. Es wird am Ende des Panels keine Fragerunde geben für Sie, liebes Publikum. Wir haben uns dazu entschlossen, dass das ein geschlossenes Panel ist, weil, wie Sie sehen, gibt es 5 Panelistinnen, 5 Leute mit sehr viel Expertise und sehr viel Erfahrung. Und ich wollte gerne, dass alle Leute, die auf dem Panel sind, genug Raum haben, um ihre Perspektive auch aussprechen zu können. Genau. Gibt es noch Leute, die jetzt gerade mit der Sprache nicht zurechtkommen, die noch eine Übersetzung brauchen? Wir haben eine Simultanübersetzung. Vielen Dank an unsere wunderbaren Übersetzerinnen an dieser Stelle. Okay, das ist ja wichtig, ne, wenn man so einem Gespräch folgen will, dass man auch die Sprache verstehen kann und da an Barrieren arbeitet. Dann würde ich sagen, stelle ich Ihnen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, unser Panel vor. Ganz links. Ach so, genau. Und ich werde die Biografien so ein bisschen vorlesen, weil das sind so sehr komplexe Texte teilweise, was die Leute alles schon gemacht und erlebt haben. Ganz links sitzt Ibou Diop. Ibou ist Literaturwissenschaftler und Kurator, außerdem Dozent und lebt und arbeitet in Berlin. Ibou ist Jurymitglied von Resonance, einem Literaturfestival zu deutschsprachiger schwarzer Belletristik, kuratiert von Sharon Dudois-Otu. Und er publiziert regelmäßig über Literatur der Transkulturalität und die Bedeutung afrikanischer Literatur in der Welt von morgen. Derzeit erarbeitet Ibou als Projektleiter zusammen mit dem Berliner Senat ein Erinnerungskonzept für eine stadtweite Erinnerungskultur und ist für die Stiftung Stadtmuseum Berlin im Kompetenzzentrum für Dekolonisierung aktiv. Herzlich willkommen, Ibou. Neben Ibou sitzt Sylvie Kim. Sylvie teilt ihr Leben seit 2005 zwischen Berlin und Seoul. Ihre künstlerische Arbeit befasst sich mit tagespolitischen, aktuellen und sozialen Themen und ihre Videoinstallationen experimentieren mit digitalen Produktionsprozessen, Licht und Sound. Die Künstlerin setzt sich auch für die Schaffung von Displaystrukturen ein, um eine parallele Realität zu erzeugen, die plurale Möglichkeiten audiovisueller Sprachen vorschlägt. Sylvie Kim ist das erste asiatische Vorstandsmitglied des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen Berlin und Preisrichterin im Wettbewerb um das dekoloniale Denkzeichen. Herzlich willkommen. Eine Sekunde Geduld, bitte. Ich muss blättern. Neben mir sitzt Lyonga. Lyonga positioniert sich als schwarz, queer, interdisziplinär und schreibend, dichtend und ist aktuell Neighbour in Residence am Gropius-Bau.
Lyonga lebt und arbeitet in Berlin und beschäftigt sich mit ländlichen Biografien, transgenerational und cross-continental Storytelling, Seinsweisen, dem Sein im Raum und migratorischen Untersuchungen mit Relevanz für historisch kolonisierte und marginalisierte Communities. Lyonga liest sich als auf den Schultern anderer stehend und verortet sich in Nachbarschaften im lebenslangen Studium und hat die Black Student Union an der HU Berlin mitbegründet, ist Teil des Kuratoriums von Barazani Berlin, dem Forum Kolonialismus und Widerstand und Teil des Field Narrative Collective. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Zu meiner Rechten, von mir aus gesehen, sitzt Matthias Henkel. Matthias ist Archäologe, Ethnologe und Paläoethnobotaniker. Und Matthias leitet den Fachbereich Museum, Stadtgeschichte und Erinnerungskultur im Bezirksamt Neukölln und das Museum Neukölln. Matthias engagiert sich beim Internationalen Museumsrat, dem Deutschen Museumsbund und als Beirat im Deutschen Fachjournalistenverband. Für ihn sind Museen Beuysche Orte permanente Konferenz, also contentbasierte, wertorientierte Foren demokratischer Stadtgesellschaften. Herzlich willkommen, Matthias. Und ganz außen sitzt Monilola Olayemi Ilupeju. Monilola ist eine nigerianisch-amerikanische Künstlerin und Autorin. Sie lebt in Berlin und durch Malerei, Installationen und bewegte Bilder, Schreiben und Performance setzt sie sich mit den heimtückischen und generativen Qualitäten von Verzerrungen auseinander, die auf Körper projiziert werden. Während sie sich mit intimen Themen auseinandersetzt, hinterfragt sie auch die breiteren politischen Kontexte, aus denen diese Themen entstehen. Sie hat umfangreiche künstlerische, kuratorische und redaktionelle Arbeit geleistet. Letztes Jahr ist ihre erste Sammlung von Texten bei Archive Books unter dem Titel Honestly erschienen. Herzlich willkommen. Meine erste Frage geht an Ibou. Ist an. Ibou, du arbeitest sehr viel, auch mit Museen zusammen, auch schon eine Weile und arbeitest sehr umfangreich zu dekolonialen Perspektiven in Institutionen, Museen als eine Institution, aber auch anderen Institutionen. Und wenn man dich danach fragt, was es braucht, dann antwortest du in Interviews immer wieder damit, dass es eine neue Ethik braucht. Und mich würde interessieren, da das ja ein relativ abstrakter Begriff ist, wie du das herleitest und was du mit einer neuen Ethik genau meinst. Vielen Dank, Kira. Vielen Dank an meine Panelistinnen, die hier heute Abend mit mir sitzen, und vielen Dank an Michael für die Einladung, dass ich hier heute sein darf und mit euch gemeinsam überlegen und sprechen. Neue Ethik der Beziehung ist eigentlich, ich sage das ganz oft, aber das ist nicht mein Begriff. Das ist ein Begriff, den wir heute kennen aus den Arbeiten von Felwine Sarr und Bénédicte Savoy, in deren Werk über die Rückführung afrikanischer Objekte, Artefakte, Götter in unsere Museen. Wenn man sich aber diesen Begriff genauer anschaut, dann wird man ganz schnell merken, dass sie eigentlich jene Diskussionen begleitet hat, die eigentlich unmittelbar, zumindest in europäischen Kontexten nach dem Zweiten Weltkrieg, zum ersten Mal gesagt worden ist, und zwar genau 1956, davor 1955, hat Aimé Césaire ein Buch geschrieben über den Kolonialismus, wo er eigentlich nur zu einer Paratext dazu verweist, aber genau das ausgedacht geschrieben in einem Vortrag hat Alain Diop bei Présence Africaine, und das war bei dem ersten Kongress der schwarzen Intellektuellen in Paris, wo Frantz Fanon einen Beitrag geleistet hat, der hieß Nation et Culture, und wo darüber geredet wird,
was bedeutet es, wenn schwarze SchriftstellerInnen oder Intellektuelle sich positionieren. Es bedeutet, dass es nicht nur darum geht, dass denen eine Bühne gegeben wird, wo sie sich positionieren, sondern es geht darum, dass man eigentlich das gesamte Kulturfeld neu denkt. Neu denkt in dem Sinne, dass die Objekte schon damals, heute wird sehr viel über Restitution gesprochen, Restitutionsdebatten haben eigentlich afrikanisches Wissen, Theologien und so weiter und so fort begleitet. Und da haben sie schon darüber gesprochen, was die Objekte in Europa machen, warum sie zurückgehen müssen und wenn sie zurückgehen, welche Rolle sie in den Gesellschaften beitragen können. Wenn wir das heute in unseren Gesellschaften übersetzen, und das ist die Idee, die ich verfolge, dann würde es bedeuten nicht, dass ich hier als schwarze Person auf der Bühne geholt wird, um Menschen zu unterhalten, sondern es geht darum, dass diese Positionierung, die gehört worden sind, Gesellschaften geprägt haben, dass sie die begleitet haben, dass es nicht etwas Neues ist. Diop hatte schon gezeigt, wenn der erste Mensch auf dem Kontinent gelebt hat, dann heißt es, dass die ersten Kulturen eigentlich von dort kommen und dass diese Kulturen nicht Accessoires sind, die man in Museen zeigt, sondern das sind Lebensrealitäten und die zu lesen, die zu verorten, würde uns helfen, eigentlich schwarze Menschen, dass sie nicht Opfer rassistischen Strukturen sind, dass sie in den Institutionen, heute haben wir auch darüber geredet, wie wir Institutionen eigentlich in Institutionen reingehen. Die Frage ist heute nicht, wie wir da reingehen, die Frage ist, wie wir da reingehen und dort bleiben. Denn die meisten, die uns es schaffen, da reinzugehen, bleiben dort nicht. Insofern eine neue Ethik der Beziehung würde uns darüber helfen, dass wir diejenigen, die reingeholt werden, die reingehen, keine Objekte sind, sondern Subjekte, die eigentlich Gesellschaften prägen. Und diese Prägung muss auch lesbar sein in der Gesellschaft. Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Ich habe nur eine kurze Nachfrage. Wir sind ja jetzt hier in einem anderen Raum, zwar sozusagen in Deutschland und in Berlin, aber das Berlin Global Village verortet sich ja selber ganz klar nicht als ein weißer Ort, sondern ein Ort, der versucht, multiperspektivisch zu sein, der divers im besten Sinne zu sein. Und jetzt wird hier dieses Denkzeichen geschaffen. Wie würdest du denn, nach dem, was du gerade gesagt hast, sozusagen auch mit diesem kritischen Blick auf Institutionen, wie würdest du sagen, verhält sich das zu dem Denkzeichen, was hier entsteht? Siehst du Dinge, die mitgedacht werden müssen, Dinge, Perspektiven, die vielleicht schneller in Vergessenheit geraten als andere, oder bist du euphorisch und optimistisch durch und durch? Ich bin dankbar, dass Initiativen vor Jahren daran gearbeitet haben und heute zumindest einen Erfolg zeichnen können, dass ein Denkzeichen in Berlin-Neukölln entsteht. Das ist ohne Frage. Es ist auch, es war eine Frage der Zeit. Wenn die Politik heute es gemerkt hat und dafür Geld gibt, muss man gleichzeitig betonen, dass sehr viele Körper darunter gestorben sind, an denen wir heute nicht erinnert werden, beziehungsweise die nicht mehr vor Ort sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich würde davor warnen, dass solche Denkzeichen nicht das sogenannte Kunst am Bau ist. Dass sie hier nicht als Accessoire genutzt werden und dadurch andere Dinge nicht möglich werden. Ich glaube, dass das total wichtig sein wird, wie wir damit umgehen, so präzise wirklich das zu benennen und auch zu schauen, dass so hier zu verorten, dass es möglich wird, dass die Achsen, die in Berlin geschaffen worden sind, eine verbindende Glied wird und dass es nicht dadurch der Eindruck entsteht, wir haben lange dafür gekämpft, jetzt gibt es ein Denkzeichen und gut ist es. Matthias.
Du arbeitest in einem Museum und für ein Museum und ihr habt jetzt diesen Samstag am 4.11. eine Ausstellungseröffnung oder die Eröffnung von einem Projekt. Vielleicht ist es ja gar keine Ausstellung. Doch. Und darin geht es um den Völkermord an den Ovaherero und Nama in der ehemaligen deutschen Kolonie, das heutige Namibia, die ehemalige deutsche Kolonie. Nach dem, was Ibou gerade gesagt hat, wie nehmt ihr sozusagen diese andere Art, sich zueinander zu verhalten, diese andere Art, Beziehungen miteinander einzugehen, wie implementiert ihr das bei euch im Museum und insbesondere auch in der ganz konkreten Ausstellung? Ja, herzlichen Dank für die Frage und danke für die Einladung, hier sprechen zu können. Vor gut 1,5 Jahren bin ich in diese Position gekommen, nicht nur Leiter des Museums Neukölln zu sein, sondern eben auch Leiter des Fachbereichs Museum, Stadtgeschichte, Erinnerungskultur. Und das ist genau der Punkt, um den es eigentlich ja geht, zumindest in dem, warum ich hier sitze. In meiner 4. Woche wurde ich gefragt, was sollen wir mit diesem sogenannten Herero-Stein denn machen? Und dann habe ich gedacht, naja, gehe ich da mal hin, dann lerne ich was über die Herero. Und das war ein schockierendes Erlebnis, weil man natürlich an diesem Stein gar nichts lernt. Und seitdem ist dieser Stein für mich ein Stein des Anstoßes. Also einerseits, weil er anstößig ist in seiner zutiefst kolonialen Aussage und andererseits, das wäre, wenn man so will, das Positive im Negativen, er gibt einen Anstoß daran zu arbeiten. Und mir war klar, dass wir das nicht alleine machen können und so gab es wenn man so will, eine Fügung. Ich bin auf das Werk von Isabel Katjavivi, einer namibischen Künstlerin, aufmerksam geworden, habe gesagt, wow, Isabel zeigt mit ihrem Werk They Try to Bury Us, das ist eine raumgreifende Installation, genau das, was der Stein verschweigt. Also der Stein, wenn man so will, trauert um 7 tote deutsche Helden, und er verschweigt aber 70.000 getötete Ovaherero und Nama. Und genau das werden wir zumindest versuchen, sozusagen im Gegenbild in der Ausstellung sichtbar zu machen. Also das, was wir seit 120 Jahren sehen, ist dieser Stein. Und wir schauen sozusagen durch den Stein hindurch. Wir stellen dem kolonialen Blick des Steines die dekolonisierte Perspektive Isabel Katjavivis entgegen, kann man wirklich sagen. Und wir framen das Ganze eben mit dem historischen Kontext. Also die Ausstellung hat ja, wenn man so will, 2 Untertitel, nämlich einmal vom Umgang mit dem Erinnern. Also es geht uns darum, wie ist eigentlich dieser der Verdrängungs-, der Nicht-Wissen-Wollens und der dann wieder Annäherungsprozess entstanden. Das framen wir sozusagen durch eine Timeline in der Ausstellung. Und wir sind eben in unserem 2. Untertitel sehr deutlich, indem wir auch die Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes rekurrieren, der Genozid an den Ovaherero und Nama. Denn darum ging es ja 100 Jahre lang. Was ist da eigentlich passiert? Und das nehmen wir sozusagen als Setzung. Und ich freue mich sehr, dass gerade mit Michael Köppers-Adebesi und Tahir Della wir 2 Menschen, wir haben uns zu dritt gefunden, sage ich jetzt mal so, um gemeinsam das Konzept für eine sogenannte Museumsakademie zu entwickeln. Das heißt, diese Ausstellung wird ja gerade in dieser Konfrontation Fragen aufwerfen. Und dafür haben wir einen Ort geschaffen. Also wir haben ihn noch nicht ganz geschaffen, denn die Jurte steht noch nicht. Also es ist jetzt ja immer gerade schlechtes Wetter. Aber wir werden im Garten des Museums einen eigenen Raum haben, um diesen seit Jahrzehnten kann man sagen, gewollten und geforderten Dialog der Stadtgesellschaft wirklich zu ermöglichen. Und also insofern eröffnen wir zwar die Ausstellung, aber den Prozess eröffnen wir damit auch. Und ich freue mich sehr, dass wir dafür auch eine wirklich lange Laufzeit haben, bis in den Juli 2024. Also es kann also keiner sagen, er hätte nicht die Zeit gehabt, mal vorbeizuschauen. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf das, was auf uns
zukommt. Und ich bin auf der anderen Seite unglaublich dankbar über diese wirkliche Co-Kuratoren-Partnerschaft, Freundschaft, die mich jetzt inzwischen mit Isabel Katja Vivi verbindet, wo wir aufeinander zugegangen sind. Und ich glaube, das ist, du hast es ja schon gesagt, also ich bin ja ein Freund von Joseph, also ein Verehrer ist auch schlecht. Ich finde Joseph Beuys ziemlich cool mit seinem Wort, das Museum ist ein Ort der permanenten Konferenz. Und genau das werden wir in den nächsten 7 Monate machen. Und ich glaube, dafür ist auch ein Museum gut. Vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage. Wir haben ja vorher gesprochen miteinander. Wir sitzen jetzt hier nicht gerade aus der Kalten. Und da hast du mir von der Ausstellung im Detail erzählt. Und du hast mir von einer Praxis erzählt, mit der ihr den Stein auf eine Art und Weise wollt verschwinden lassen. Könntest du da vielleicht noch mal so ein bisschen ins Detail gehen, weil ich das interessant finde, inwieweit mit diesem Bild der Leerstelle immer wieder sozusagen auch als dekoloniale Praxis in musealen oder auch bildungsinstitutionellen Kontexten gearbeitet wird und wie ihr das jetzt sozusagen für euch verwendet. Ja, das ist ein kleiner Schmerz. Dadurch, dass ein Sohn von Isabel einen schweren Unfall hatte, wird sie jetzt nicht kommen. Also am Sonntag findet nicht die Performance am Herero-Stein statt. Das ist sehr schade, denn es werden 2 Künstlerinnen, also einmal Isabel als namibische Künstlerin und eine deutsche Künstlerin gemeinsam am Stein tätig gewesen. Das können wir natürlich jetzt, wenn sie nicht da ist, nicht machen. Deswegen möchte ich eigentlich nicht verraten, denn ich habe ja die Hoffnung, dass in den 6 Monaten das doch nochmal passiert, wie wir den Stein sozusagen hätten auflösen können, zumindest vorübergehend. Ja, okay, dann wünschen wir Isabel und der Familie alles Gute. Dankeschön. Are you ready? Yes, Monilola, you did a project. You did a project back in 2020 that was also in the context of a museum. And, ich kann ja Deutsch reden, ne? Entschuldigung. That's what I meant. Ja, genau, nee, ich würde das lieber auf Deutsch machen, das ist für mich ein bisschen leichter. Genau, du hast 2020 ein Projekt gemacht im Deutschen Technikmuseum. Und dabei ging es auch darum, eine Art Leerstelle zu schaffen. Und kannst du uns einmal mit zurücknehmen in das Jahr 2020 und von dem Projekt erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass du dich daran beteiligt hast? Und vor allem würde mich auch die Frage interessieren, ob du das als produktiv erlebt hast. Thank you for the question and for having me. Also, this is my first interlingual panel, so it's a really interesting experience. So the project was titled Wayward Dust, and it happened within a larger collaboration between the Deutsches Technikmuseum and Dekoloniale, members of which are currently in the audience right now, which is lovely to see both of you. But it was essentially a project that was trying to deal with a really traumatizing installation that existed inside of the Technical Museum. It was situated within the shipping department of the exhibition space, and it was essentially trying to recontextualize Germany's booming shipping economy within the context of slavery and colonization. And so to do this, they hired a German set designer in the early 2000s to essentially build a cargo box that held over 70 styrofoam figurines of what were supposed to depict enslaved Africans. This was inside of the museum. They were behind a cage. And you have to remember that this is a museum that students and young children are constantly visiting as a part of their curriculum. And it was an installation that had been very vehemently detested and protested against for almost 20 years within Black activist spaces. And it wasn't until 2020 that they just couldn't ignore it anymore, and there had to be some kind of intervention and deconstruction of the installation because it was traumatizing, students and other Black students that were visiting this installation.
And while I can acknowledge the good intentions of the installation, I think it's important that when we talk about the accrual of profit, that we also talk about the violence that is also integral to that. But it was just done very poorly. I think this is what happens when you give a certain group the power and the ability to rewrite history and to tell their own narrative or their own story of what happened. I mean, this installation was trying to depict the inside of a slave ship, but the figurines were hanging out, people were smiling, they were just like, hanging very like nonchalantly. And so any person, any student that was going to look into that installation would have had a very incorrect understanding of what the inside of a slave ship actually looked like. And so I thought it was very important that there was some kind of intervention that could begin to like reckon with how this was even possible in the first place. I would say that I'm so grateful that Dekoloniale was a part of the process because as a Nigerian American person, I'm obviously affected by the narratives and the histories of African people and Black people here, but I was still learning so much about the history of colonization within Germany and at the time. So I think having that support from an institution that was very directly involved in these conversations in this regional context was really important. And then for my intervention, I ended up collecting all of the dust that had been building up in that space over the 20 years. So because there was this cage that they were in, people were never actually allowed to enter into the space. So I wore this full like hazmat suit. I had what is it called? Like the headlight. I had goggles because it was so dusty and it was not cleaned or taken care of at all over the 20 years that it existed. And I just collected all of the dust over the span of an hour. And it was a very intense performance. It was probably one of the hardest ones that I'd ever done. I actually lost a friend a couple of days before that happened. So I think death and destruction and like these were themes that were already very heavy on my heart. And then after that performance, Philip Kodja-Metz and his team did the full deconstruction of the project or of the installation. And this also happened on the same day that the M Strasse was renamed, which was, I think, just a beautiful day, I think, for the Afro-German community. And I was so grateful to be a part of it. I feel like I'm rambling a bit, but I don't know how much time we have for questions. But yeah, it was a very complex project. I think we handled it well. And I think that was partially because there were actors from different groups kind of coming together. I didn't feel that all of the weight of the project was just on my shoulders as an artist. I felt like it was dispersed quite evenly. So yeah, and I think also because there was like an actionable goal that we all had that was shared, and to see it happen, it was very exciting. And I hope that more projects like that can continue to happen within museums in Berlin. Thank you very much for sharing your experience. All right, I have actually like more questions, but I already got like a time mention. Lyonga, auch du hast eine Intervention gemacht, keine Performance in dem Sinne, aber eine Poetic Intervention im letzten Jahr am Cottbuser Tor, auch gemeinsam mit anderen AkteurInnen. Und in dieser Performance hast du einen Text von dir vorgestellt. Und dieser Text beschäftigt sich auch mit Erfahrung von Gewalt und von Ausschluss und von Diskriminierung. Und ich würde dich bitten, einmal dich an diese Intervention zu erinnern und vielleicht auch ein bisschen die Frage mitzudenken, inwieweit diese Interventionen, die ja auf eine Art Kommentierung sind, wie du die erlebst im Vergleich zu dem, was Ibou vorhin vielleicht schon angedeutet hat, nämlich was ist vielleicht so ein bisschen, wo verläuft die Grenze zwischen einem Kommentar, den man als Person von außen kommend macht, und
wann öffnet sich der Raum für dein kreatives Schaffen, das du vielleicht als genuin deins begreifst? Thank you, Michelle, for having me and Berlin Global Village. I'm really glad and happy to be up here. I want to actually start by saying that a work that addresses our bodies is a decolonial work, and I like to look at ideas of decoloniality from lived experiences, from how our bodies remember certain memories, from how our bodies continue to travel across spaces and time, and how these are also aspects of history because we carry them within ourselves. And I would be remiss if I do not talk about the amazing work of Black women, Black activists, who in many ways have informed my work. The work you're talking about is called, and I am saying it was part of a temporary monument at the Oktober. And that work actually came to being because I had read the work of Matthias, the Deutschland im Herbst, where they are talking about the everydayness of racist experiences in Germany and horrific acts of subjugation. And thinking about Mayim's work, I started thinking about my nieces. I have two little nieces, two girls, and I started thinking about the questions that they are posing. Questions of, are we safe in Germany? They're born here. Questions of, are we safe in Germany? How do Black people die in Germany? And I had to think about it. How do Black people die in Germany? When you think about the case of Oriello, you think about these ways that show themselves as actual ways of living and dying. And I wanted to find a way to address that. And in this particular piece, I'm talking about bodies that have questions about return, bodies that have questions about how they are being seen. I'm talking about the evasion of justice in police brutality cases. I'm talking about the ways in which when justice is considered for marginalized and other groups of people, it looks different, or the conversation around it feels different, or it doesn't feel timely enough. The work in itself is really timely as in the urgency to speak, the urgency to look at life as it unfolds, to speak to the injustices as they happen, and to potentially find ways of moving forward that do not continue to subject certain bodies, certain groups of people into horrors and other issues. The work in itself also really is considerably personal, because in my practice I also try to write about ways of returning to a sense of self that I understood before my arrival to Germany, returning to a sense of community that does not really exist anymore, and returning to a place where I am not unsafe. And so putting the work in public, putting the work at that particular location, under the bridge, at the Gropius felt very appropriate, in the sense that the work meets people transiting that particular space. Hopefully that the work can be generative. Hopefully the work can evoke something that feels like a kind of way of seeing that is necessary to do this kind of decolonial work. Thank you. Thank you. I will ask another question, if that's all right, because
Du bist ja auch der erste Neighbour in Residence im Gropius-Bau. Das haben wir ja gehört in deiner Bio. Und mich würde interessieren, einerseits, wie es zu dieser speziellen und neuen Form von Residency gekommen ist, die du auch richtig mitentwickelt hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Und vor allem die Frage, auch angelehnt an das, was Ibou vorhin gesagt hat, dass es immer wieder passiert, dass Künstlerinnen eingeladen werden von Institutionen oder ihnen quasi ein momentaner Aufenthalt gewährt wird, aber dass sie selten bleiben können, bleiben dürfen, dass die Strukturen immer noch so sind, dass sie vielleicht oft auch nicht bleiben wollen. Was hat das mit deiner Arbeit im Gropius-Bau zu tun? I think it's a really interesting question. Interesting multiple questions that you've asked. A question about how the position came to being, and a question about my arrival into the Gropius-Bau as a possible example of institutions in Berlin. And I actually find the second question more interesting, the question about arrival, because I feel it's a question that that many of us and I myself I've had to deal with. So the question of how do I arrive, to Germany as a Black queer person, as a person who's come from a country that was colonized by Germany? How do I arrive? How does that also inform my understanding of the idea of a residency? What does residency actually really mean? How is that negotiated? How is that negotiated in the context of the work, but also how is that negotiated through my body as a person who is in movement, as a person who has to actually literally consider and live with the processes that are involved with the practice of being a resident. I think it causes me to ask the question of how does my work in such an institution and other institutions move in ways my body cannot? And I think these are the questions that I enter into spaces with, and I feel it's a question that I'm entering into this conversation with as well. What have our bodies been subjected to, and how do they move in particular spaces, but also what does that mean for the work? And for me in person, it means that the work has to be also more bodily. The work has to be done, to be sort of considered towards the body. And what that means for me is to consider an idea of neighboring, which is also coincidentally the title of my project at Gropius Bau, Becoming Neighbors. How does one become a neighbor when one does not belong? And how is that negotiated? What is in place to negotiate that? Is that even possible? And I think through my work, I like to engage these questions. Vielen Dank dir. Das ist ja gerade auch vielleicht für Neukölln und die Demografie in Neukölln und wie sehr Menschen auch mittlerweile daran gewöhnt sind, sehr aneinander vorbei und nebeneinander herzuleben, ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, ein Denkzeichen zu schaffen, das Menschen auch miteinander ins Gespräch bringen soll, so ähnlich wie du das auch machst. Aber genau, Silvia hat sich schon das Mikrofon gegriffen. Es ist alles durchkuratiert hier. Genau, Silvia, auch deine Kunst beschäftigt sich mit Fragen von Identität und Zugehörigkeit. Und gleichzeitig bist du die erste Person im Vorstand im Berufsverband der bildenden Künstlerinnen in Berlin oder von Berlin, die sich auch selber als asiatisch positioniert. Und mich würde interessieren, wie deine Kunst sozusagen, die ja auch sich viel mit Fragen von Identität beschäftigt, zusammenhängt mit deiner Arbeit im Bundesvorstand und ob du darin sozusagen auch eine dekoloniale Praxis, eine Praxis von Öffnung erkennen kannst und wie auch diese letzten 15 Monate Engagement für dich waren und was das vielleicht auch mit deiner künstlerischen Praxis gemacht hat, wie sich das beeinflusst.
Ich würde lieber auf Englisch reden. Ich entschuldige mich schon, weil deutschem Publikum oder deutschsprachige Publikum als Solidarität und Einfachheit für mich selber, dass wir auch direkt miteinander kommunizieren können. So I first, to be honest, I had first declined this invitation to be on the panel in this context because I'm not from the Global South. I'm originally from South Korea and I lived in Berlin since 18 years. And I wanted to give the spot to the people who are actually have the direct agency to let out their voices in this context. And when the headline of the invitation was really clearly about this experience as a Global South identity within German institution, and then Michael insisted that actually I, as a part of the jury in the first phase of the selection, I shared many different thoughts and other stories from my own side, and I think he appreciated it. And so I decided to join, and I thank you all for this kind generosity to be including me in this. I think I was dispatched from Büro für Kunst und öffentlichen Raum from BBK Berlin, which is the public art office of our organization, which is one of the biggest and I believe one of the most proactive artists union in the entire world. I would almost say we have 3,000 members by now, and this public art office is part of BBK Berlin since a long time. And I think they also co-developed this entire process, and I was kind of dispatched by the office to be joining the jury session. And probably I have to introduce a little bit of my own practice to combine it to my experience of BBK. I make mostly video installations, so it's like the moving image making process, which is very DIY, more or less in pre-production, production, and post-production phases. And I engage mostly bodies of minority to be part of my project, and I shoot them myself most of the time with my own camera, and very recently also with my mobile phone out of interest in sustainable modes of production. And if I had budget, I would share it to my performers to have a better payment than squeezing a film crew who are professional also to be badly paid and still make it pristine enough for professional video work, right? So I mostly hold my own camera in its own imperfection, and this became also part of my own artistic language, I would say. And but of course, when I work with these minorities as also kind of a subject that I can project my own self within this European context, or just going back and forth between my motherland and coming back to my base in Berlin. And there were different moments of shifting axis through visiting other realities and other continents and other cultures and histories. And there are things that you can only grasp only when you arrive there and actually meet and engage to people. And it can be never mediated through translation of reports from media or from academy whatsoever as material. So I cherish this moment of encounters a lot. So I try to offer space which is safe for these subjects to be part of this temporary community that I create in my work. And this will be kind of this free moment of being the self without any explanation. This is a true mode of, I would say, diversity as a reality that I wish and dream for, and I want to see it happening also. So approaching the BBK experience, there was this first euphoric moment of being elected by a huge majority, and I actually candidated not believing that I would actually get elected, and then the next day right away started being plugged in this working processes, which is really, really tough sometimes. They're great people, but at the same time, the first month was really a personal struggle for me, because I was either invisible enough, I was not visible enough, I felt, or I was a token. And there was nothing really much in between. And I just wanted to, I insisted and I wished in my whole 18 years of working and living in Berlin that insisting and pretending that we're on the same grounds and we talk the same language, we share the same interest. Most of the topics in my work have been about more or less this fundamental on late capitalist criticism, because I thought this is the actual meeting point that could
like overcome all the differences in a way, like sadly enough. But this is our entirely governing topic in our own minds all over the world right now. And so I took a lot of time to learn that it was neither my imperfection nor any bad intention of my colleagues who are super caring and then like brilliant people around me, but it's this systematic historical habit of not seeing the presences that are different. They don't know how to listen to it. They had no chances to be exposed to this kind of thoughts, right? So it's something that has longer history, and I don't want to be the one who jeopardizes everything out of this necessity of mine, which is also kind of a general problem anyway of the society. It's just mirroring the entire society's problem in history. So more and more I insisted and talk longer or louder or like repeatedly about my impressions and my opinions, and now I feel much, much more at ease. And it's much more fun also. And I was very happy that actually the series of anti-discrimination workshop in the house happened for entire house crew and staffs and members and board. Not initiated by me. It was like suggested by my colleagues. And there was one of the most like exciting moments for me also. And there were many beautiful moments and many moments of respect that we share. So I think it's a slow-paced transformation that we are going through in all different levels as a huge organ for improvement of the artists, all artists, for the improvement of artists' reality in all sense. So I think it's a big part of it, which is already perceived, I realized, and I appreciate it. And I want to continue to contribute to this transformation as well. Okay, also die ursprüngliche Idee war, dass die Panelistinnen jetzt noch mindestens eine halbe Stunde Zeit haben, um auch miteinander ins Gespräch zu kommen, weil ich habe das wahrgenommen, links und rechts von mir gab es immer wieder auf jeden Fall Regungen und Empfindungen. Wir haben noch 5 Minuten ungefähr. Genau, ich würde trotzdem richtig gerne dabei bleiben bei dem ursprünglichen Plan und euch noch mal kurz den Space geben, auch zueinander zu sprechen und nicht nur sozusagen, also genau, das informiert euch ja auch gegenseitig und falls noch eine Person von euch gerne Bezug nehmen möchte, ergänzen möchte oder auch noch eine Frage stellen möchte, dann seid ihr herzlich eingeladen. I love what you said about this question about the title of the panel and this idea of the Global South, because I also asked myself that question, because both of my parents are from Nigeria, and I was born and raised in the States. And with the intervention that I did in 2020, one of the I can hear that. Fireworks? Oh, it's Halloween. Yeah, okay. Speaking of America. But one of the biggest critiques that I received was, what business do you as a Black American have doing this project? Like, why not give it to an Afro-German person to engage with that history in that project? And I found myself like feeling really frustrated because, again, as I mentioned in my last answer, I am affected by like conversations about racism in this country, and I think it's important that there's space is made when possible for other voices. I would also say that I did in some ways feel tokenized in the initiation of that project, because if anyone looks at my practice, I work across installation and painting and performance, and I engage with themes about race and sexuality and family history and spirituality. Like, I engage with a lot of different topics, but I found that when I was first here in Berlin, most of the projects that I was getting invited to, because of how I look, there was an assumption that I would be perfect for this. And of course, I care about these topics as well, like deeply. I studied it in college. But I find myself feeling guilty sometimes for taking up space in certain environments, or like I shouldn't be here. And I think it's just kind of ridiculous. It's frustrating to feel like you have too many privileges in one area, then you don't have enough privileges in another. It's like this weird game that we're all always playing with each other.
But just thank you for bringing that up, because I did feel a bit sensitive, because again, I grew up in America. I went to Nigeria for the first time in July, and I felt that the most American that I could ever possibly feel on that trip. I was like, whoa, like how little I thought I knew about, where I came from. But I still acknowledge that I am a Nigerian woman, and I grew up with Nigerian parents. And so, yeah, it's very complex, and I can acknowledge my privilege just as much as I can acknowledge my disprivileges. And I think as long as we handle that with like grace and with self-awareness, and also like using our privilege when we can to make space for other people, that's the best that we can really do. I wanted to mention a little bit about this jury experience because it was part of your second question. Maybe I should briefly mention it. Also in regard of your comment about not learning by doing, actually. It was happening a lot during the jury process, I think. And there was very few moments of thoughts that I was anchored to my maybe own anecdote of when I was working for a walk in Gwangju. So I brought an anecdote to as a critical ally. I wanted to say this one phenomena that I experienced in the jury session. So I was rethinking my own memory of working with Korean context of democratic movements in the 80s and how the massacre happened by the dictatorship back then. And there was the first phase of ignorance. It was totally untold history in the modern political history in South Korea. And then there was second phase of democratic government that they wanted to reconcile the past and give more credit to all these struggles and victims of the movement. And then during these history writing sessions, many positions got forgotten, such as women or diasporas or queer who also participated in the entire movement. And when I was researching in Gwangju on site for production and I met this organization, a woman who was working in Gwangju organization in Alliance for Rape Victims in Gwangju. And then they would mention that if there's this May 18th ceremony in the memory of the past, then they wouldn't be invited, but there will be this one core position as women organization who are the Gwangju mothers, etc. And I was thinking about this after the jury session because I thought I wish I had black women colleagues in the jury. And we had 3 black men who are totally prominent. I highly enormously respect them for their wisdom and knowledge and experiences. But at the same time, I became more and more curious what women agents would think about this process too. And I wish that we could have also enough spot for these other positions that we might have forgotten. That and this will be not, I'm sure it's not going to be the first and last occasion. So I think we could do also even further improvements to rewrite the history in that sense. Ich würde da jetzt gar nicht drüber reden, sondern ich fand, das waren sehr gute abschließende Worte. Wir haben einen weiten Blick geworfen auf viele verschiedene Perspektiven, Kunst, Kultur und Kreativität, aber auch Kolonialismus und kolonialrassistische Traditionen in unseren Institutionen und zuletzt ein Plädoyer davor, auch unsere eigenen Prozesse oder unsere eigenen Prozesse kritisch im Blick zu behalten. Vielen, vielen Dank an die Panelistinnen und das sehr aufmerksame Publikum. Schön, dass Sie da sind und genießen Sie die Performance.